Tja, dann gehe ich mal davon aus, dass wir uns jetzt häufiger sehen. Du und Ansgar? Er hat mir lediglich die Bibliothek gezeigt. Ich glaube nicht, dass du hier einen Flatscreen reinkriegst, geschweige denn Personal. Zu Flatscreen, wenn wir uns den Kardonpass hochquälen. Im Verlag? Aufs Dach der Welt. Wissen Sie, was ich tue, wenn es mir so richtig schlecht geht? Es gibt Leute, die können sich alles kaufen, egal was es ist. Geld spielt einfach keine Rolle. Ich finde das beneidenswert und tief in mir drin bin ich davon überzeugt, dass mir das auch zusteht. Aber mit der Verteilung von Geld ist es so wie mit der Verteilung von Rohstoffen. Einige Länder haben mehr als andere und verlangen dafür eine große Stange Geld. In der Politik heißt das Kapitalismus, im Privatleben Ungerechtigkeit. Und wenn man versucht, sie zu umgehen, hat man plötzlich eine Menge Ärger an den Hacken. Und tragen Sie die Termine ordentlich an. Ich habe keine Lust, wegen Ihrer Schlampigkeit durcheinander zu kommen. Ich habe alles notiert. Dann hoffe ich, dass nichts schief geht. Sie können Schluss machen für heute. Danke. Der Rest ist für Sie. Schönen Gruß an Charlie. Der Espresso war ranzig. Okay. Gehe ich ja genau zum richtigen Zeitpunkt. Oh nein, haben wir uns verpasst? Wie schade. So, jetzt wo der Pöbel weg ist, können wir uns ja endlich in Ruhe unterhalten. Hi. Also, was gibt's Neues von der Kamoto? Du, das kommt ganz drauf an. Ich habe da ein paar sehr schöne Schuhe gesehen. Lederstiefel, um genau zu sein. Also, der Alte jammert ziemlich rum, weil bei dem Deal der ganze Wald drauf geht. Aber er hat den Vertrag unterzeichnet. Na, wer sagt's denn? So viel Risikofreude hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Und sonst weitere Infos? Du, seitdem Tanja mich beim Spionieren erwischt hat, hältst du mich an der kurzen Leine. Tja, dann wirst du dir wohl was Neues einfallen lassen müssen. Ich habe nämlich auch ein paar schöne Schuhe gesehen. Das könnte gerade für den passenden Gürtel reichen. Nikola, komm mal her. Ich bin gerade dabei, eine neue Route auszutüfteln, damit wir nicht über Kaschmir nach Ladakh fahren müssen. Ja, Die Route wird dadurch landschaftlich gesehen leider ziemlich langweilig. Aber dann müssen wir uns eben mehr mit uns selbst beschäftigen. Was würdest du sagen, wenn wir nicht alleine wiederkommen, sondern zu dritt oder sogar zu viert? Wieso? Hast du vor, dort Kinder zu adoptieren? Nein, das kriegen wir alleine hin. Was? Du bekommst Zwillinge? Wieso Zwillinge? Zu viert? Das hast du doch gerade gesagt. Ja, und wenn es eins ist, dann willst du es nicht, oder? Doch, natürlich. Es ist nur... Ich werde wirklich Vater? Ich wusste nicht, ob du dich freust. Nikola, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Eine Familie, das war bislang immer... Ja, dein größter Albtraum, ja. Bis ich dich getroffen habe. Und wir werden eine Familie. Weißt du eigentlich, was das heißt? Kleine, freche Rotznasen, die durch die Gegend tun und alles auf den Kopf stellen. Moment, wir müssen erst mal einen Test machen. Und dann ändert sich unser Leben. Ja, nach der Tibet-Reise. Machst du Witze? Das ist jetzt viel zu gefährlich. Ich habe extra ein paar mehr geholt. die sehen toll aus. Ja, die sind von diesem super Bäcker da aus der Innenstadt. Weißt du? Hey, Thomas, hat Marlene sich schon bei dir gemeldet? Vicky, sie ist gerade mal 2 Tage in den Flitterwochen. Da hat sie hoffentlich Besseres zu tun, als ausgerechnet bei uns anzurufen. Sie hätte wenigstens mal durchklingeln können, ob sie gut in Paris gelandet sind. Keine Nachricht, gute Nachricht. Hey, du sitzt auf meinem Platz. Okay, ich bin auf dem Weg. Cool. Bis gleich.
du bist doch gerade erst von der Arbeit gekommen. Setz dich doch mal kurz zu uns. Das geht nicht. Ich habe mich mit Rebecca verabredet. Was habt ihr denn vor? Gerade wo du sagst, du Papa, wir wollten ein bisschen bummeln gehen und ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Aber du verdienst doch jetzt dein eigenes Geld, meine Große. Aber nicht genug. Das Problem hat man immer. Ganz egal, wie viel es ist. Papa, wir wohnen doch jetzt in Düsseldorf. Kein Grund, sich gleich neu einzukleiden. Ich kann doch nicht die ganze Zeit in denselben Klamotten rumlaufen. Also du bist immer sehr schick angezogen, mein Schatz. Mama, meine Klamotten sind total out. Bitte, ich frage in 2 Wochen nicht nochmal. Würde dir auch nichts nützen. An die Zeiten kann ich mich auch noch erinnern. Tut mir leid. Komm nicht zu spät nach Hause, ja? Du behandelst uns wie eine 5-Jährige. Nimmst du bitte deinen Schlüssel? Wir sind auf dieser Reise monatelang unterwegs. Was machen wir, wenn dir was passiert? Was soll mir denn schon passieren? Allein die Vorsorgeuntersuchungen. Und die ersten 3 Monate sind besonders kritisch. Dann warten wir eben bis zum 4. und fahren dann? Denk doch mal an die Strapazen, wenn wir langsam auf Höhe gehen. Die ganzen Pässe. Das ist schon eine Tortur, wenn man gesund ist. Was soll das denn jetzt heißen? Dass es besser wäre, wenn du es in den nächsten Monaten bequem und sicher hast. Und nicht mit einem alten Camper quer durch die Weltgeschichte schaukelst. Kann es sein, dass du mir durch die Blume wieder eins deiner 5-Sterne-Hotels verkaufen willst? Nein, aber... Philipp, es gibt Frauen, die trampen mit ihrem Baby durch die Mongolei. Und du machst dir Sorgen, weil ich neben dir im Auto sitze? Ich will weder trampen noch wandern. Ich will einfach kein Risiko eingehen, Nicola. Vielleicht werden wir eine Familie. Kannst du nicht verstehen, dass ich mir Sorgen mache? Nein, nicht, wenn du mich in Watte packst. Ich werde Gräfin Rebecca Bescheid geben, dass Sie da sind. Machen Sie es sich bitte so lange gemütlich. Danke. Na, wie läuft das Praktikum? Ganz okay. Bis auf Jessica, diese blöde Kuh. Oh, das klingt ja nach einer richtig innigen Freundschaft. Kein Wunder. Wenn ich meinen Job bei Frau von Darnstein behalten möchte, muss ich Jessica aus dem Rennen schubsen. Das dürfte Ihnen doch nicht schwerfallen, oder? Glauben Sie? Wissen Sie, ich denke, wenn man etwas wirklich möchte, dann bekommt man es auch. Ich zum Beispiel. Ich habe bisher immer bekommen, was ich wollte. Also, wenn Sie jetzt denken, dass ich Sie toll finde oder so, dann... Ich verstehe schon. Die Stadt das Alter, ne? Nein, so war das jetzt auch nicht gemeint. Bis auf Ihre Krawatte sehen Sie ganz gut aus. Ja, für Ihr Alter natürlich. Ah, ja, dann nehme ich das doch mal als Kompliment auf. Ah, Kinder, bist du ja. Hey. Ansgar. Tja, also, wenn Sie mal einen guten Ratschlag brauchen, Sie haben jederzeit ein Gut bei mir. Und die werde ich mal entsorgen. Läuft da was zwischen dir und Ansgar? Nichts. Wir haben nur gequatscht. Ah. Und? Wo fahren wir jetzt hin? Abwarten. Aber du wirst Augen machen. Wow. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching-ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Call the fate. Und? Hast du was gefunden? Was hältst du davon, wenn wir später auf den Drink in die Altstadt fahren? Meine Mutter wird bestimmt meckern, aber ich finde, der Plan hört sich ganz gut an. Gute Einstellung. Ja, schon mal einpacken? Sehr gerne. Dankeschön. Ich bin schon seit 2 Wochen hier und ich habe immer noch nichts gesehen. Stimmt. Abgesehen vom Schloss, Lahnstein Enterprises und des Schneiders. Oh, na was.
Unseren Drink müssen wir leider verschieben. Die Schule hat gerade angerufen. Anscheinend gibt es irgendein Problem bei der letzten Arbeitsprobe. Soll ich dich noch irgendwo absetzen, oder? Nee, passt schon. Ich habe noch was zu erledigen. Okay, gut. Bis dann. Ja, tschüss, noch viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Wiedersehen. Entschuldigung, dürfte ich einen Blick in Ihre Tasche werfen? Hey, ich wollte dich auf ein Bierchen anschnorren. Und Nico und Helena Bildbände mit nackten Männern durchblättern. Was Schmutziges? Ach, Kunst eben. Mit dem Camper nach Tibet zu fahren, auf so eine bekloppte Idee muss man erst mal kommen. Naja, aber hoffentlich habt ihr da wenigstens Bieröffner dabei. Wer wollte denn mit Helena nach Kambodscha? Aber doch nicht mit dem Auto. Wenn ich es mir recht überlege, hatte das Luxusresort auf den Malediven auch seine Reize. Schon klar. Der Herr Prinz schläft wohl doch lieber auf weichen Matratzen, ne? Dabei dachte ich, dir wär's ganz heiß auf die Reise. Wenn es nur um mich ginge, wäre das was anderes. Mach dir um Nico mal keine Sorgen. Mit der kann man jedes Abenteuer erleben. Zur Not schläft die auch im Stehen. Sie vielleicht, aber unser Kind nicht. Wie jetzt? Du bist vielleicht schwanger. Warum machst du keinen Test? Weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Ich musste mich ja erst mit Philipp streiten. Warum will der keine Kinder? Doch, aber er will jetzt unsere Reise absagen. Moment mal, nur damit ich dich richtig verstehe. Du willst schwanger mit dem Camper nach Tibet. Jetzt fängst du auch noch damit an. Was soll denn bitte groß passieren? Und Ärzte gibt es ja wohl überall. Bei Nicola und mir ist in den letzten Monaten so einiges schiefgelaufen. Ich habe das Gefühl, wenn es irgendwo Stolpersteine gibt, liegen sie immer bei uns im Weg. Du, sorry, Kollege, aber davon habe ich auch ein paar abbekommen. Wenn Helena schwanger wäre, würdest du mit ihr in einem Buschcamp nach Kambodscha fahren? Naja, es kommt ganz darauf an, wie das da organisiert ist. Mir kommt diese ganze Idee auf einmal total idiotisch vor. Also unsere Therapeutin sagt dazu, dass man dem anderen ruhig auch mal was zutrauen kann. Was soll das jetzt heißen? Ja, dass Nico bestimmt weiß, was sie will. Ich glaube eher, sie verrennt sich da in was. Weil sie sich so auf die Reise gefreut hat. Es hat so lange gedauert, bis Philipp und ich zueinander gefunden haben. Diese Reise sollte einfach ein Start in eine neue Zukunft sein. Ja, aber es kann doch auch ein Neuanfang sein, indem ihr euch als Familie etwas aufbaut. Ja, das ist ja auch gar keine Frage, aber ich muss doch nicht jetzt schon auf die Bremse treten. Den Kinderwagen schiebe ich ja wohl noch früh genug. Willst du denn überhaupt ein Kind? Was? Ja, natürlich. Darum geht's doch gar nicht. Ich will nur nicht die nächsten 9 Monate mit Philipp darüber streiten, ob ich alleine von der Küche ins Bad gehen darf. Philipp hat nur gesagt, dass die Reise zu anstrengend ist. Und ich finde, zwischen Ladakh und Königsbrunn, da gibt's einige Kompromisse. Die Erlebnisse haben ihn geprägt und vorsichtig gemacht. Ist doch klar, dass er Verlustängste hat. Und was tut man gegen Verlustängste, Frau Paartherapie-Expertin? Ja, also an deiner Stelle würde ich erst mal prüfen, ob du überhaupt schwanger bist. Wo Kim nur bleibt. Sie sollte längst zu Hause sein. Jetzt entspann dich doch mal. Die lebt sich ein und ist in Düsseldorf auf Entdeckungsreise. Wahrscheinlich hat sie die Zeit vergessen. Weißt du was, ich rufe sie einfach kurz mal an. Hey, lass mal. Die kommt schon rechtzeitig nach Hause. Marlene und Dana waren auch immer rechtzeitig und wohlbehalten zu Hause. Obwohl du dir riesen Sorgen gemacht hast. Ja, aber mit den beiden, weißt du, da war es auch wirklich viel einfacher. Komisch. Das hast du damals immer anders gesagt. Kim ist viel impulsiver. Sie schlägt vor allen Dingen in letzter Zeit total über die Stränge. Kim ist gerade dabei, sich zu finden. Sie ist voller Spaß und Elan im Job und macht den auch richtig gut. Oder hast du was Gegenteiliges gehört? Sie war echt entsetzt, als sie hörte, dass ich da jetzt auch angefangen habe. Nein, aber in der Firma sind alle sehr zufrieden mit ihr. Ja, sie macht ihre Arbeit wirklich gut.
von Lahnstein. Ich bin der Vater dieser jungen Dame. Hier, meine Karte. Ich bin mir sicher, dass wir diese kleine Angelegenheit auch ohne Polizei regeln können, nicht wahr? Natürlich. Wir können stolz sein auf unsere Kleine. Und auf alle unsere Kinder. Das ist schon was ganz Großes, was wir da haben. Es wäre schön, nach den vielen Umzügen endlich mal zur Ruhe zu kommen. Und wieder ein richtiges Familienleben zu haben. Wir alle zusammen. Kim wird uns zeigen, was es hier alles zu erleben gibt in Düsseldorf. Weißt du, vielleicht sollte ich auch mal mit ihr losziehen und mich davon überzeugen, was Düsseldorf so alles zu bieten hat. Gute Idee. Aber vorher zeige ich dir, was ich dir alles zu bieten habe. All the casualties that I've left behind, and I hide them in the corners of Ich hoffe, du suchst ja jetzt nicht jemanden, der dir besser gefällt als ich. Warum nicht? Der hier zum Beispiel, der hat Bergsteigerstiefel an und ansonsten sieht er ganz abenteuerlustig aus. Die sind ja nackt. Ja, eben. Wenn sich meine Frau mal für eine Sekunde lang von den anderen Männern losreißen kann, würde ich ihr gern was sagen. Okay. Zuerst mal möchte ich dir sagen, dass ich mir nichts Schöneres vorstellen kann, als mit dir zusammen ein Kind zu bekommen. Philipp. Und ich habe dich vorhin nur so mit meinen Sorgen zugeschüttet, weil ich Angst habe, das zu verlieren. Wir hatten so viel Pech in letzter Zeit und Hey, das ist jetzt vorbei, okay? Wir beide sind gesund. Wir haben eine sichere Route und es wird uns nichts passieren. Und deshalb habe ich auch einige Vorkehrungen getroffen. Ich habe im Internet recherchiert und die Kontaktdaten sämtlicher Krankenhäuser und Ärzte rausgezogen, die auf unserem Weg liegen und vertrauenswürdiger scheinen. Was? Ist das denn ernst? Du glaubst gar nicht, was in dem Traveler vor uns alles besprochen wird. Wir kriegen das hin, Nicola. Zu zweit, zu dritt und meinetwegen auch zu viert oder zu fünft. Woher der plötzliche Sinneswandel? Andi hat mir ein bisschen den Marsch geblasen. Helena mir auch. Und sie hat mich eigentlich an das Wichtigste überhaupt erinnert. Andi und Helena würden verdammt gute Eltern abgeben. Na, einen ranzigen Espresso nach dem anstrengenden Tag. Ich habe einen schönen Nachmittag gemacht und war shoppen. Ah, du offensichtlich auch. Glückwunsch, dass dir sowas auffällt. Die einzig geschmackvolle Krawatte, die du je besessen hast. Tja, vielleicht hätte ich ja diesmal einfach eine Einkaufsberaterin mit Geschmack. Und Grips hat sie übrigens obendran auch noch. Du bist in deiner Rolle als Sugar Daddy schon so richtig angekommen, was? Oh Gott, sowas ist Vater von meinem Kind. Oh, bitte, du wirst mir doch nicht unterstellen, dass die Kleine mich interessiert, oder? Nein, natürlich nicht. Ich wette, du kleidest sie nur in meiner Lieblingsboutique ein, weil du so ein netter Mensch bist. Und seit wann willst du für deine Gefälligkeiten eine Gegenleistung? Oh Gott, das ist ja widerlich. Ja, Papa Wolf sieht das bestimmt genauso. Und wenn er wüsste, wo Kim heute Nachmittag war, würde er sein Gewehr durchladen und dir einen Besuch abstatten. Und je länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir die Idee. Weißt du, Tanja, ich fördere einfach nur den Nachwuchs. Und anstatt mich mit deinen kranken Fantasien zu belästigen, sollst du dich einfach darüber freuen. Die Kleine kann von mir noch richtig was lernen. Fragt sich noch was? Das sind die längsten 5 Minuten meines Lebens. Geht mir genauso. Wie lange dauert das denn noch? Das hast du mich vor einer Minute schon gefragt. Mach du. Kim? Hey. Was nett mit Rebecca? Noch netter wäre es gewesen, wenn ich nicht so früh zu Hause hätte sein müssen. Ich vergesse manchmal einfach, dass du schon fast volljährig bist und ja auch schon dein eigenes Geld verdienst. Ich weiß, ich sollte dir einfach mehr vertrauen. Hm? Schließlich bist du fast erwachsen.
Aber für Eltern werden Kinder immer Kinder bleiben. Sag mal, was hältst du davon, wenn wir morgen zusammen ein bisschen durch Düsseldorf bummeln? Du meinst sowas wie shoppen gehen? Na, du könntest mir doch Düsseldorf zeigen. Höchste Zeit, damit anzufangen. Und ich stoße dann später dazu und führe euch alle so richtig schick zum Essen aus. Papa, das wäre super. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Stimmt. Du hast dir was Schönes gekauft, ja? Nichts Besonderes. Was für ein edles Leder. Ja, die wollte ich zur Arbeit anziehen. Muss ja irre teuer gewesen sein. Wo hast du auf einmal so viel Geld her? Ich habe was gespart. Aber ich meine, die kostet mehr als 2 oder 3 Monatsgehälter zusammen. Vicky, jetzt lass doch mal. Vielleicht hat sie einen Vorschuss bekommen. Oder hat Rebecca dir was geliehen? Also, eben war ich noch fast erwachsen und jetzt soll ich mich dafür rechtfertigen. Was? Die hat ja über 1.000 Euro gekostet. Ist schon komisch, aber in meinen Gedanken waren wir schon zu dritt. Ich habe schon überlegt, wo die Wiege hin soll. Und ich habe über Namen nachgedacht und hätte mit ihm Fußball gespielt. Und wenn es ein Mädchen geworden wäre? Hätte ich sie nach Strich und Faden verwöhnt und sie wäre bestimmt genauso schön geworden wie du. Naja, wenigstens können wir jetzt unbeschwert nach Tibet fahren. Ich würde bis ans Ende der Welt fahren und würde mich überall wohlfühlen, solange du bei mir bist. Wir werden es uns in dem Camper schon gemütlich machen. Hört sich gut an. Ich habe heute schon für die richtige Atmosphäre gesorgt, für unsere stillen, einsamen Nächte in Tibet. Naja, wer weiß, selbst wenn wir nicht zu dritt hinfahren, vielleicht kommen wir ja zu dritt zurück.